So, ihr habt's ja nicht anders da gewollt. Ein paar Bilder schon von der Hafenbahn in Frankfurt. Damit ihr wisst, wovon ich überhaupt rede, habe ich mal eine Karte vom Ostend gemacht. Denn nur darum geht's heute. Und was ihr aussieht, tut wie ein Fleck von der Grisos, das ist das, worüber man gerade redet tun. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage und macht euch eure eigenen Gedanken. Gleich zu Anfang des Films der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. So, jetzt sind wir da, wo der klare Duppe ist. Und was euer Glotzerche da erblicke, ist die Lammererbrücke. Für Freunde hochdeutscher Ausdrucksweise die Lammererbrücke. Da ging's früher nipper zur Industriebahn Seckbach. Das ist aber auch längst Vergangenheit. Die Gleise habe ich zwar in Grün eingezeichnet, aber die Lammererbrücke, das ist heute nur noch eine Fußgängerbrücke. Hier sind wir gerade auf dem Parkplatz von irgendeiner Frikadellenbraterei an der Hanauer Landstraße. Da stehen also mal ein paar Loks, die gerade Karwächelche rumschubsen tun. Hier im Bild ist gerade Kraus Maffei MH05. Aber auch Arbeitsimmigranten wie die Class 66 sind da zu sehen. Und hier nochmal ein Blick von der Lammererbrücke nur noch auf die Class 66. Und jetzt gehen wir an der Hanauer Landstraße ein paar Meter weiter. Da gehen die Gleise nämlich auseinander wie ein Tampon, den du ins Wasser wirfst. Und guck dir mal auf den Kran, da wo der Pfeil drauf zeigt. Den werden wir noch häufiger sehen. Also der Kran, nette Pfeil. Na wohl, der Pfeil natürlich auch. Jetzt sind wir am östlichen Becken vom Oberhafen. Hier ist der Kran mal aus der Nähe. Stehe tut er also am östlichen Becken vom Oberhafen auf der Landzunge zwischen den beiden Becken. Fotografiert hatte ich eigentlich den Weichenstellhebel. Aber der Prellbock im Hintergrund, der ist auch an mehreren Stellen zu sehen. Bei 1,34 war er im Hintergrund zu sehen. Und hier ist er auf der linken Bildseite. Hier der östliche Rand vom östlichen Oberhafenbecken. Alles Schrott und Altmetall. So, ich bin jetzt mal ein paar Sekündchen ruhig. So, gleiches Hafenbecken, aber andere Blickrichtung. Statt nach Südosten gucken wir jetzt nach Nordosten. Und guckt euch mal die Halle hier an. Die sehen wir nämlich im nächsten Bild von der anderen Seite. Und jetzt geht's zum westlichen Becken vom Oberhafen. Da ist halt so ein Brennstoffhändler. An sich auch ein ganz gutes Motiv für die Modellbahn. Und wenn man den Blick weiter nach Osten schwenken tut, dann ist da wieder unser Kränchen. So, genug hessisch gebabbelt, weiter geht's mit Hochdeutsch. Hier noch ein Blick auf Schiff, Eisenbahn und Brennstoffhandel. Wenn man sich um 180 Grad dreht, sieht man immer noch ein Schiff, die Eisenbahn und einen Baustoffhandel. Naja, eigentlich sind es ja zwei Schiffe. Der leere Tanker rechts unten und das vollbeladene Schiff in der Mitte. Geht man ein paar Schritte zur Seite, ist der leere Tanker links unten und das vollbeladene Schiff ist besser zu sehen. Auf dem Gleis neben dem Baustoffhandel sind auch noch ein paar alte Waggons abgestellt. Und hier nochmal ein näherer Blick auf zwei der abgestellten Waggons. Hier nochmal ein Blick von der Landzunge zwischen den beiden Hafenbecken Richtung Osten. Zu sehen ist wieder der bereits mehrfach erwähnte Kran. Auf dem Bild ist der Kran gerade rechts außerhalb des Bildes. Interessant an dem Bild sind aber die ganzen Beschädigungen an Bürgersteig und Straße. Außerdem zeigt es auch, dass auch ein Baustoffhändler ein sehr reizvolles Motiv für eine Modellbahnanlage sein kann. Kommen wir jetzt zum Osthafen von Frankfurt. Der liegt vom Oberhafen aus gesehen nur ein paar Meter weiter westlich, aber eine Staustufe tiefer. Hier gucken wir gerade auf einen Teil der Hausstrecke der Frankfurter Historischen Eisenbahn. Ihr Gelände befindet sich etwa hinter dem bläulichen Hochhaus. Und den Blick nochmal ein bisschen stärker nach Osten geschwenkt. Jetzt drehen wir uns um 180 Grad und gucken auf die Deutschherrenbrücke und die Skyline von Frankfurt.
Rechts unten ist die nördliche Kaimauer des Osthafens. Links in der Bildmitte ist die Deutschherrenbrücke, rechts davon ist die Großmarkthalle. Und ganz hinten ist die Skyline von Frankfurt. Vor 30 Jahren war übrigens die Großmarkthalle von hier aus fast gar nicht zu sehen. Grund dafür waren die vielen Ladebrücken der Schrotthändler, die damals statt der grünen Wiese hier waren. Damals liefen 3 Gleise der Hafenbahn parallel zur Kaimauer. 3 Gleise passen da nicht hin? Das ist alles eine Frage des Betrachtungswinkels. Von hier unten aus gesehen passen da jedenfalls locker 3 Gleise hin. Die Szenerie hier hatte ich übrigens schon mal in einem Entwurf für eine Modellbahnanlage verewigt. Genauer besprochen wurde dieser Modellbahnentwurf übrigens in Teil 4 der Planungsserie. Der entsprechende Film ist oben rechts über eine Infocard und in der Videobeschreibung verlinkt. Etwa ab Minute 1:30 beginnt die Besprechung dieser Anlage. Wer sich für den Schattenbereich der Anlage interessiert, der ist in Teil 3 ab Minute 4:08 zu sehen. Auch der Teil ist über Infocard und in der Videobeschreibung verlinkt. So, und jetzt gehen wir wieder nach Osten in die Nähe des Oberhafens. Hier im Bild sehen wir 2 der insgesamt 5 Gleise, die auf einer Strecke von vielleicht 50 Metern die Adam-Opel-Straße in Frankfurt überqueren. Interessant ist hier, dass sowohl Lagerhallen als auch Bürogebäude sich dem Streckenverlauf der Hafenbahn anpassen. Gerade in Ballungszentren sind Industriegebiete oft sehr dicht gepackte Areale. Das macht sie natürlich für Modellbahner interessant. Hier im Bild sind übrigens die anderen 3 der eben angesprochenen 5 Gleise über die Adam-Opel-Straße zu sehen. Die beiden linken Gleise gehen übrigens auch an die gekrümmte Lagerhalle, halt diesmal auf der anderen Seite. In meinen Augen sind das interessante Vorbilder, die man ruhig mal für eine Modellbahn ins Auge fassen könnte. Und hier mal ein Blick zurück zum Fotostandpunkt von eben. Da gehen wir auch gerade noch mal hin und gucken uns an, wo das rechte Gleis hinführt. Da gehen nämlich nach rechts und links Anschlüsse ab, die jeweils zu Laderampen führen. Ansonsten führt das ganz hinten noch mal so leicht ums Eck. Das sehen wir uns gleich an. Und jetzt sind wir fast am Ende des Streckenarms. Hier wird dann nochmal 3-gleisig mit diversen Umfahrmöglichkeiten und das war's dann. Gucken wir nochmal zurück, denn da hinten steht das Bürohaus, das wir eben schon mehrfach gesehen haben. Die Abstellgleise links und rechts des Stammgleises sind zu erahnen gewesen, aber wirklich gesehen hat man sie nicht. Und jetzt drehen wir uns nochmal um 180 Grad und dann sehen wir ganz da hinten das Ende dieses Streckenarms. Für rangierfreudige Modellbahner ist das sicher auch wieder eine interessante Gleisfigur. Und jetzt gehen wir ein paar Meter nach Norden, in die Ernst-Heinkel-Straße. Da endet nämlich auch ein Arm der Hafenbahn. Beziehungsweise er geht in die Werkbahn der Alessa Chemie über. Aber darüber mache ich mal einen separaten Film. Interessant für Modellbahner sind hier in meinen Augen sowohl die Bäume als auch die Beschilderung der Bahnanlagen. Und natürlich der Bahnübergang. So, und jetzt gehen wir mal über die Straße und stellen uns seitlich neben das Tor. Jetzt gucken wir in Fahrtrichtung Osthafenbahnhof. Das Gleis läuft hinter einer Häuserzeile versteckt, parallel zur Adam-Opel-Straße. Bei der Überführung der Hanauer Landstraße über die Gleise der Hafenbahn wird das Gleis wieder sichtbar. Auf der anderen Seite der Hanauer Landstraße sieht man dann, wie das Gleis sich in den Osthafenbahnhof einfädelt. Naja, genau genommen, wirklich sehen tut man es nicht, aber man kann sich's denken. Aber ich habe dann doch noch ein Bild gefunden, wo das Gleis sich in den Osthafenbahnhof einfädelt. Aber das Bild gibt auch sonst noch einen ganz guten Überblick. Links am Bildrand ist die Lammeyer-Brücke und etwas weiter in der Mitte ist die Skyline. Wenn man noch etwas zurückgeht, kann man auch noch ein altes Stellwerk sehen. Die Gleise am rechten Bildrand enden als Abstellgleise und als Ausziehgleise. Um ihr Ende zu sehen, muss man ans nördliche Ende der Kasseler Straße in Fechenheim. Knapp südlich vom Bahnübergang gibt es eine Möglichkeit, das Ende zu fotografieren. Das war zumindest 2010 so. Hier mal ein Blick von der Lammeyer Brücke zurück zu den Fotostandorten von eben. Der Dachparkplatz eines Baumarkts an der Hanauer Landstraße bietet eine sehr gute Möglichkeit, den Osthafenbahnhof zu fotografieren. Weiter hinten ist der Fotostandpunkt an der Kasseler Straße. Für Modellbahner ist so ein Bahnhof einer Industriebahn aus mehreren Punkten interessant. Einerseits liegen nur mäßig lange Gleise relativ dicht nebeneinander und andererseits sind die Gleisanlagen relativ gut beleuchtet. Hier nochmal ein Überblick über den Osthafenbahnhof von der Lammeyer Brücke aus. Ganz links ist die Bahnstrecke Frankfurt-Hanau. In der Mitte ist der frisch umgebaute Osthafenbahnhof und auf der rechten Seite ist das Werkstattgebäude der Hafenbahn Frankfurt. Wer genau hinsieht, kann auch noch einen Teil der Rampe zur Lammeyer Brücke erkennen. Und noch ein letzter Wechsel der Blickrichtung. Auch in diesem Bild gibt es verschiedene interessante Aspekte. Einerseits sind die Werkstätten der Hafenbahn von der anderen Seite zu sehen
Und andererseits ist zu erkennen, wie stark die Gleise zwischen Werkstattgebäude und Lammerterbrücke abfallen, um die Brücke zu unterqueren. Ebenfalls interessant ist, wie sich die Brückenkonstruktion verändert, wenn das Gelände nicht abfallen kann. So, das war's für heute mit dem etwas ausgeuferten Quickie. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.